Ja, hallo zusammen. Da bin ich mal wieder. Diesmal mit einem Thema, wo ich genauso wenig Erfahrung hatte, irgendwie, was mich da erwartet oder nicht. Deswegen habe ich gedacht, ist vielleicht interessant für euch. Strahlentherapie und Chemotherapie, als das anfing. Da hast du ja wenig Leute, die dir sagen können, ja, das ist so, wie wenn du eine Grippe hast und legst dich hin, Zitrone und Vicmedinide und Blan. Hast du nicht gesehen? Und dann läuft das. Ne, ist ja bei jedem irgendwie unterschiedlich, kommt auch auf die Art und Weise der Behandlung drauf an, die du hast, ob du nun Glioblastoma hast oder Lungenkrebs oder weiß ich nicht was, wie ich wohl festgestellt habe. Aber ich erzähle jetzt natürlich, wie es bei mir war mit Manfred und Glioblastom 4, also ne, dem Gehirntumor. Ja, also wie gesagt, den Großteil haben sie ja rausgenommen. 96% hieß es, deswegen hier das schöne hohe C, da haben sie viel rausgenommen. Aber ein kleines bisschen, die 4% sind in der Nähe vom Stammhirn übrig geblieben. Da konnten sie nicht so ran beim Operatieren. Beim Operieren, weil es wohl zu gefährlich gewesen wäre, hätte man vielleicht mehr kaputt gemacht, als dass man geholfen hätte. Deswegen haben wir gesagt, gut, das machen wir halt mit Strahlen und Chemotherapie. Hätte man wahrscheinlich sowieso, musste im Nachhinein noch mit Strahlen ran. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich also zur Strahlentherapie. Da es anscheinend recht günstig liegt zum Strahlen und wie die Ärzte so schön meinten, ich erstens noch jung bin mit meinen 41 Jahren und mit meinen doch zu vielen Kilogramm in dem Fall eine athletische Figur habe. Das ist geil. Erst war ich fett, jetzt bin ich Athlet. Also athletisch und jung. Ich war ein junger Athlet auf einmal, also fast schon Olympionik. Haben sie gesagt, ja, könnte man mal ein bisschen härter rangehen an die ganze Nummer. Also was die Dosierung der Chemotherapie betrifft, aber auch was die Strahlen betrifft. Normalerweise hätte es über einen Zeitraum von 6 Wochen, hätte ich einmal am Tag zur Strahlentherapie gemusst. Also bei der Strahlentherapie legst du dich quasi 5 Minuten unter das Gerät, unter diese Maschine und spürst eigentlich nichts. Das bewegt sich drumherum, irgendwie du hörst ein Surren von dem Gerät, das war's. Also sonst nimmst du nichts weiter wahr. Das wäre halt normalerweise 6 Wochen lang einmal am Tag gewesen. Da ich aber ein junger Athlet bin, haben sie gesagt, ja, könnte man auch zweimal am Tag machen, also halt einmal morgens, dann müssen ungefähr 8 Stunden dazwischen liegen und abends. Warum 8 Stunden dazwischen? Weil, wie ich gelernt habe, werden natürlich schnell wachsende Zellen, werden durch die Strahlen, durch die Photonenstrahlen, in meinem Fall, weil ich ja Florian heiße, habe ich gesagt, sind es Photonenstrahlen, ist ja klar. Aber Photonenstrahlen klingt so ein bisschen nach Star Wars und so, ist ja, aber Photonenstrahlen ist die Zukunft, ist klar. Wo werden mit Photonenstrahlen, also mit Photonenstrahlen bestrahlt. Und da werden natürlich auch, also man wird da relativ genau eingerichtet, mit so einer Maske fixiert und so, dass man relativ genau ausgerichtet wird, auf Millimeter anscheinend. Aber natürlich ein bisschen was geht wohl immer daneben, ist ja klar, liegt ja alles nah beieinander. Und innerhalb der 8 Stunden sind auch die gesunden Zellen, die bestrahlt werden, können sich wieder regenerieren und sind dann wieder gesund. Wusste ich auch nicht. Bloß die Tumorzellen, die kriegen halt dann nach und nach summierend immer einen auf den Arsch. Und deswegen 8 Stunden dazwischen, damit man in Summe der Tumorzelle mehr und mehr Schaden zufügen kann, dass sie sich halt nicht weiter wilder wächst. Weil Tumorzellen sind ja quasi unkontrolliert wachsende Zellen, die wissen halt nicht, wann Ende ist. Alle Zellen wachsen, aber Tumorzelle denkst du, wachsen und findet das Ende einfach nicht. So, und das versucht man damit zu unterbinden. Deswegen bin ich zweimal am Tag zur Bestrahlung hin und habe gesagt, gut, mir ist ja wurscht, ich habe ja eh nichts anderes vor, dann fährt man halt zweimal am Tag hin. Ist aber schon sehr anstrengend dann doch gewesen, weil ich bin immer eine halbe Stunde durch die halbe Stadt gefahren, mich 5 Minuten hingelegt, um eine halbe Stunde wieder nach Hause zu fahren, um dann nach 8 Stunden wieder eine halbe Stunde, also ich bin viel durch die Stadt gefahren in 3,5 Wochen, aber Vorteil war, dafür nur 3,5 Wochen und nicht 6, habe ich gedacht, nehme ich in Kauf, wenn das der Benefit dabei ist, dann mache ich das. Also bin ich 3,5 Wochen lang immer quer durch die Stadt gefahren, mit einem Taxi. Wohlgemerkt, nächster Tipp, die Taxikosten kannst du natürlich bei der Krankenkasse einreichen als Krankentransportkosten. Du kannst ja auch mit einem Krankentransport fahren lassen, abholen lassen und so weiter, kostet erst mehr Geld und zweitens ist ja auch ein bisschen umständlich, wirst du mit so einem Van da abgeholt und dann haben die ihre festen Termine und bla. Also Taxi rufen, einsteigen, Taxischein geben lassen und am besten noch vielleicht abstempeln lassen bei der Klinik, dass du auch wirklich da warst. Und das reichst du bei der Krankenkasse ein und dann kriegst du das Geld auch erstattet. Und vor allem, du bist flexibel, was Taxi betrifft. Die sind halt schneller da, musst halt nicht warten, wenn ein Krankentransport zu spät kommt, eine Stunde, weil wegen was auch immer. Das ist ja nur dieses eine Fahrzeug, dann stehst du, dann wartest du. Taxi gibt es mehrere in der Stadt. Gut, kommt auch darauf an, wo du wohnst, aber also ich habe es mit dem Taxi gemacht, empfehlenswert, ist erstens günstiger, freut sich die Krankenkasse und du bist flexibler und schneller. Aber wie gesagt, Quittung geben lassen, am besten nochmal abstempeln lassen oder einen Taxischein geben lassen von der Praxis, wo du bist oder vom Krankenhaus, worin natürlich dann die Notwendigkeit zu sehen ist, dass du halt transportiert werden musst, weil du nicht selber fahren kannst und darfst und so. Aber das ist kein Problem. Gut, also ich dahin
und habe mich dann brav auf die Bank gelegt. Ich habe immer gesagt, mal auf Solarium, ins Solarium da hingelegt und dann surrt die Maschine um dich drumherum. Und parallel dazu habe ich die Chemotabletten dann halt immer genommen. Also erstmal so Ondansetron heißen die, glaube ich, also einmal. Das waren nicht die Chemotabletten, sondern das waren so Tabletten gegen Übelkeit, weil Übelkeit eine Nebenwirkung sein kann von Chemotherapie und Strahlentherapie. Dann habe ich, wie gesagt, die Thermomedalis oder irgendwie so Thermo irgendwas. Muss ich nachgucken, aber auf jeden Fall das sind die Chemotabletten genommen. Ja, und dann ab unter die Bank. Hab dann immer schöne Lieder vor mir hergesummt und so. Naja, also dann liegst du halt unter der Strahlenbank, wirst ja 5 Minuten halt bestrahlt. Am Anfang kommen so links und rechts kommen da so, ich sag wie Ohren kommen da rausgefahren. Das sind dann so, wird ein Röntgenbild von dir gemacht, um dich genauer auszurichten. Und dann bewegt sich diese Bank, auf der du liegst, automatisch, damit du genau ausgerichtet wirst. Auf der Bank bist du ja fixiert mit der Maske, damit es dann losgeht. Also, und dann habe ich gedacht, mit dem Röntgen kriegt man beim Zahnarzt nicht auch immer so eine Bleischürze und so weiter, damit man nicht verstrahlt wird. Da habe ich mal gefragt, warum nicht? Meinten sie, ja, das, was an Strahlen danach kommt, ist so viel, ist eigentlich Quatsch, denn dir danach so eine Schürze, also dir so eine Schürze zu geben, weil das ist quasi 1% von dem, was man danach kriegt. Ich so, alles klar, verstehe, also Quatsch, weil in den Raum, in dem man geht, ist so eine dicke Stahltür. So ein Fisch habe ich gefangen. Ja, also so eine dicke Stahltür, in die man reingeht, um halt vor Strahlen zu schützen. Also die Mitarbeiter, die dann draußen sitzen, ist ja klar. Sonst, wenn die den ganzen Tag da draußen sitzen, ne? Ja, also da dann immerhin. Die erste Woche lief auch ganz gut, aber ich dachte, das läuft auch ganz spitze, keinerlei großartigen Nebenwirkungen mit Übelkeit und so. Und nach der ersten Woche ging es dann so langsam los mit Übelkeit. Das war dann schon unangenehm, obwohl ich diese Ondansetron genommen habe, diese Anti-Übelkeitstabletten. Wo jede Woche wurde ja mal Blut gezapft, um zu gucken, wie die roten und die weißen Blutkörperchen sich so entwickeln, wie ich die Chemotherapie vertrage, ob man die Dosis verringern muss oder nicht und generell, wie es mir gesundheitlich geht, damit man reagieren kann, weil man ja natürlich Gift in seinen Körper reinhaut. Und da habe ich dem Arzt nach der ersten Woche auch gesagt, ja, ne, Übelkeit ein Thema. Und so, okay, dann würde ich nochmal andere Tabletten nochmal dazu verschreiben. Nehmen Sie die dazu. Ich so, gut, dann nehme ich halt noch die dazu. Wurde auch dann nicht wirklich besser. Das war dann richtig krass, weil dann die Geschmacksnerven gehen nach und nach auch weg. Wenn die Geschmacksnerven weggehen, dann schmeckt Essen auch nicht mehr so. Trinken war dann auch nicht mehr so. Du hast einen Durst, du könntest eigentlich irgendwie ein Glas wegziehen, aber also voll anexen würdest du am liebsten, geht aber nicht. Hast du Schluck für Schluck gemacht, weil du gesagt hast, wenn nicht, sonst musst du dich übergeben. So. Es haben teilweise Gerüche gereicht, komische Gerüche, also eigentlich sogar gute Gerüche, die ich normalerweise lecker finde, dass mir übel wird. Dann bin ich auf Toilette und habe mich halt übergeben. Also das war dann schon sehr anstrengend. Oder auch Geräusche, bestimmte Geräusche, Essensgeräusche. Wenn meine Frau irgendwie was gekaut hat irgendwie oder irgendwas gemacht hat, dann bestimmte Geräusche hat dann gereicht und dann auf Toilette und zack, Bröckchen husten. Das große Keramiktelefon angebrüllt. Das war dann irgendwann sehr anstrengend. Also die erste Woche hat mir vorgegaukelt, ach, easy peasy, und dann wurde es immer schlimmer. Was dazu führt, dass man natürlich irgendwann Energie verloren hat. Ich habe dann morgens immer nur Haferflocken mit Milch gegessen und ein paar Erdbeeren. Wenn ich Glück hatte, ist das drin geblieben, und wenn die falschen Gerüche irgendwo am Start waren oder so, dann bin ich das leider auch losgeworden. Dann hast du quasi das bisschen Energie, was du hattest, hast du verloren, hast noch Kraft vergeudet, weil du natürlich gekotzt hast irgendwie, und dann habe ich mich in die Ecke gelegt auf die Couch und habe halt gepennt die ganze Zeit. Das war das Beste, was ich machen konnte, schlafen, 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 schlafen. Weil damit hat man auch die Übelkeit so ein bisschen weggeschlafen, und dann hatte andere Sachen quasi zu tun, wenn man so möchtest. In der Zeit habe ich in der Tat 25 Kilogramm verloren, also deswegen verstehe ich jetzt auch, warum es gut ist, dass ich ein junger Athlet war. Ja, das war eine anstrengende Zeit. Dies war zum Glück durch. Das war wirklich in Kombination auch mit den Strahlen. Die Ärzte haben immer gefragt, ne, nach Nebenwirkungen, aber man konnte es ja nie so definieren. Liegt es nur an der Strahlentherapie oder an der Chemotherapie? Woher kommen die Nebenwirkungen? Sehr interessant war dann, als ich zum freien Onkologen gewechselt habe, der dann auch meinte so, brauchst du noch ein Rezept hier irgendwie für Mundspülung oder so? Ich so, wie, was Mundspülung? Also wie, hast du nicht bekommen im Krankenhaus? Ich so, nö. Habe ich nicht bekommen. Und dann, naja, das gibt ja standardmäßig seinen Patienten bei einer Chemotherapie, kann nämlich ein Pilz im Mund entstehen, was ja oft auch entsteht, der wiederum Übelkeit verursacht. Ich sage, das ist ja interessant. Also hat er mir diese Mundspülung gegeben, die übrigens sehr lecker ist. Packst einfach im Mund, machst ein bisschen Feuer aus vielleicht. Also einfach mal im Mund ein bisschen rumfuhrwerken. Und dann ist dieser Pilz weg. Und in der Tatsache, war beim Arzt, der hat geguckt, alles weiß, voll mit diesem scheiß Pilz. Und habe ich gedacht, na toll, lieber Tabletten verschreiben, irgendwie 2 und Tropfen irgendwie haben die Ärzte mir gegeben gegen Übelkeit, was
es hat bestimmt auch seine Wirkung gehabt, aber durch diese Mundspülung, damit war das Ding halt gelöst. Und dann musste ich nicht mehr irgendwie über den Lokus hängen irgendwie und das Keramiktelefon andrüllen. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, ist ja geil. Erzählt dir dann auch keiner von den Ärzten im Krankenhaus, weil es ihm wurscht war oder ich weiß es nicht, keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, Mundspülung war auch gar nicht so teurer, viel günstiger als die anderen Tabletten. Gut, aber zahlt ja eh die Kasse, aber war in dem Fall effektiv. Ja, somit war die Übelkeit dann weg und ich habe die 3,5 Wochen auch überstanden, trotz allem Scheiß. Habe ich es versucht, so positiv zu nehmen, wie es halt auch wiederum geht. Zwischendurch irgendwie nette Sachen gelesen, vielleicht mal ein Filmchen geguckt, wenn man so ein bisschen fit war. Ansonsten halt geschlafen. Und dann hat man es halt weggeschlafen, weil wieder auch Vorteil, ich habe mir gedacht so, hey, es sind nur 3,5 Wochen und nicht 6. 6 wäre so, hätte ich gedacht so, oh, das wäre echt anstrengend gewesen. 3,5 ist die Perspektive, das Licht am Ende des Tunnels ist schneller zu sehen als bei 6. Also in der Zeit habe ich gedacht, so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen wie schwanger. Weil meine Schwägerin, die ist gerade schwanger, das ist so, ne, Thema Übelkeit und man kann bestimmte Sachen nicht riechen und so weiter. Ne, also so ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Irgendwie ein Bäuchlein habe ich ja auch. Ich bin nur schneller losgeworden, also anders, ne? Nicht durch eine Geburt, mehr durch Bröckchenhusten halt. Aber gut, was willst du machen? Äh, aber ja, ungefähr solche vorgestellt. Also ich war quasi chemostrahlenschwanger. Irgendwie sowas. Chemostrahlenschwanger. Das ist aber auch, wenn man das dreimal schnell hintereinander sagt. Chemostrahlenschwanger, Chemostrahlenschwanger, Chemostrahlenschwanger. Buiuiuiui. Naja, da ist Fischer, Fritze, frische. Naja, lassen wir das. Ne? Was aber in der Tat ist, in der Zeit, man muss da so auf seinen Körper hören, was mir in der Zeit lustigerweise total geholfen hat, wenn ich dann irgendwie das bisschen Essen, was ich hatte, was ich rausgekotzt hatte, war lustigerweise bei mir halt persönlich Bananenmilch. Einfach Milch, Banane, Mixer. Hat so ein bisschen Energie gegeben, irgendwie, ja, auch wenn Banane so Fructose hat und so weiter, aber in dem Fall war es ein Wurscht irgendwie, das hat halt natürlich dann auch so ein bisschen, ne, Banane ein bisschen gestopft und so weiter, war geil. Ich habe immer so ein Bananenmilch, war mein Retter in der Not, um mir wieder Energie zuzuführen. Dann war das halt so. So, da hat wahrscheinlich jeder so sein Ding, einfach mal auf sich hören und sagt, darauf habe ich jetzt Bock, dann isst das oder trinkt das, um deinem Körper zumindest ein bisschen Energie zu geben. Das war dann ganz gut. Dann saß ich da und habe halt Bananenmilch getrunken, zwischendurch geschlafen und zwischendurch habe ich mir ein bisschen ausgekotzt. Und dann ging das. War anstrengend. Das war, glaube ich, auch mit die anstrengendste Phase in der Zeit irgendwie. Aber auch das nimmt man dann mit Bravour, einfach Zähne zusammenbeißen durch. Was ist schon einfach im Leben? Wie gesagt, es gibt Leute, die geht schlechter als einem. Es gibt viel härtere Situationen bei anderen Leuten irgendwie. Da sind diese 3,5 Wochen lang abhängen, abkotzen irgendwie nicht schön, aber es geht auch schlimmer. Naja, das hat man so auch dann durchgestanden und jetzt kann ich wieder arbeiten. Jetzt bin ich quasi wieder alltagstauglich. Danach sind dann 4 Wochen Pause gewesen, bevor es dann weiterging mit den Zyklen der Chemotherapie. Immer 5 Tage Chemotherapie nehmen, doppelte Dosis, 23 Tage Pause, 5 Tage Chemotherapie. Und das funktioniert gerade richtig gut. Essen schmeckt wieder, man hat wieder Energie und so und man kann am Alltag teilnehmen, man kann wieder laufen, irgendwie, das ist super. Also von daher, man hat ein Ziel vor Augen, danach wird es besser, man muss diese 3,5 oder 6 Wochen, je nachdem, wie lange man ist, muss man halt durchstehen und jetzt bin ich das blühende Leben. Also, voller Energie. Also von daher, Zähne zusammenbeißen, durch, auch wenn es dann scheiße ist, aber danach wird es wieder richtig geil. Und dann kann man das Leben weiterhin schön genießen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und lasst euch vor allem nicht untergeben und fuck Manfred. Oder wie auch immer eure Arschlöcher heißen, die, worum. Ja, schreibt mir doch mal, wie ihr eure Tumore so nennt. Das wäre doch mal lustig. Können wir mal eine Namenssammlung machen. Haha. Also, in diesem Sinne, tschüss, macht's gut. Fuck alle Manfreds, Heidis, wie auch immer sie heißen. Tschö, euer Flo.